Ich habe hier jetzt den Prime SP2, mit dem laufe ich 100, 400 und eben auch die Hürden. Und man sieht hier jetzt auch gerade im Vergleich zu dem Ambition, mit dem ich 1500 laufe, dass der halt doch deutlich härter ist. Also wenn ich den versuche hier, da geht gar nichts. Der ist wirklich hart, das heißt, ich muss den auch schön auf dem Vorfuß treffen. Ansonsten hindert er mich eher am Schnelllaufen. Und beim Ambition, der verzeiht dahingehend einfach ein bisschen mehr Fehler. Hat hinten im Fersenbereich auch ein bisschen mehr Dämpfung als der SP2 im Vergleich. Und von daher ist der eben für 1500 einfach der bessere Schuh. Gerade auch, wenn man nach den 2 Tagen doch wirklich müde ist und dann auch nicht jeden Schritt immer ganz sauber trifft. Und zusätzlich nutze ich den eben auch viel im Training. Gerade wenn man hohe Trainingsbelastung hat und müde ist, macht es dann doch mehr Sinn, auch ein bisschen weicheren Schuh mal zu haben. Und das ist dann wirklich der Wettkampfschuh für die kurzen Strecken, fürs Sprinten, weil er mir einfach die Stabilität bietet, die ich brauche, aber dann eben auch die technische Sauberkeit abfordert, die ich im Training eben auch häufig nicht erreiche. Jetzt haben wir hier den Hochsprung-Spike, den ich dementsprechend natürlich für Hochsprung anziehe. Sehen hier, dass der eben auch gerade hinten Nägel hat, ja, um eben im Absprung da perfekte Stabilität zu bieten, weil man eben durch diese Kurveninnenlage auch keinen ganz geraden Fußaufsatz hat und sonst fängt man eben einfach an zu rutschen. Als Vergleich haben wir hierzu mal den Dreisprungschuh, der eben aber auch von vielen Athleten zum Stabhochsprung genutzt wird, so von mir eben auch. Da sehen wir, dass die von der Sohle her auch ja, relativ ähnlich breit sind, aber der eben hinten keine Nägel mehr hat. So hat er aber eine relativ gute Stabilität im Absprung, in dem geradlinigen Absprung beim Stabhochsprung. Und man kann eben trotzdem mit dem sehr gut anlaufen, was der eigentlich für Hochsprung auch bietet, weil er relativ leicht ist für einen Hochsprungschuh. Also da gab es in der Vergangenheit schwerere Hochsprungschuhe und da ist der jetzt doch ja, ein deutliches Upgrade dazu. Im Vergleich jetzt zum Dreisprungschuh oder wie ich ihn verwende eben zum Stabhochsprungschuh, wäre der Weitsprungschuh noch ein bisschen mehr auf das Sprinten beim Anlauf ausgelegt. Das heißt, er ist hinten noch mal ein bisschen flacher und vorne einen Ticken mehr angestellt, sodass der eben gerade auch für den schnellen Anlauf, um so das letzte bisschen da noch rauszuholen, eben einfach perfekt ist. Eigentlich bin ich kein großer Freund von dunklen Schuhen, aber jetzt hier bei dem finde ich es eigentlich ganz cool, weil wir noch die bunten Akzente irgendwie mit dabei haben und deswegen bin ich eigentlich echt ein Fan von dem neuen Schuh. Abschließend haben wir jetzt hier noch den Schuh für die Würfe. Das ist dann einmal der Schuh für Diskus und eben auch für Kugel. Hat hier in dem Bereich des Vorfußes, in dem man dreht, eine relativ glatte Oberfläche, sodass man da eben auf dem Betonring möglichst gut drehen kann. Gerade aber auch bei den Ringen, die dann international bei den Meisterschaften geworfen werden, ist das auch gut, wenn es regnet, weil man auch da gerade bei den Ringen noch echt gut Kontakt hat und gut drehen kann. Für Kugel nutze ich den auch. Für eine Angleitbewegung funktioniert er nämlich eigentlich genauso und bietet eben da auch die Stabilität, die man braucht über den Zug hier oben. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Speerwurfschuh, der wäre dann eher ähnlich zum Hochsprungschuh, also mit Nägeln eben auch hinten, nur ein bisschen breiter und auch ein bisschen höher, sodass er gerade in dem Fuß, mit dem man dann stemmt, eben die nötige Stabilität bietet. Genau. Ansonsten fängt man da nämlich an, wenn man einen Hochsprungschuh nimmt, zu rutschen und das will man auch gerade dann im Stemmschritt nicht, da braucht man dann schon die Stabilität. Genau.